Ja, Sie sind da und auch Gesichter, die vorher noch nicht da waren. Deshalb sage ich es auch nochmal. Mein Name ist Lisa Zeitz. Ich bin die Chefredakteurin der Weltkunst und freue mich sehr, hier in diesem Rahmen Rediscover und Reframe auch mit Ihnen zu sprechen, weil das ja auch eine Besonderheit Ihres Kunstvereins ist. Kunstvereine sind Orte der zeitgenössischen Kunst, aber sie haben auch ihre eigene Geschichte und besonders Ihr Badischer Kunstverein, die Geschichte reicht sehr weit zurück. Gegründet 1818 ist er einer der ältesten Kunstvereine Deutschlands überhaupt. Anja Kasser leitet seit 2007 den Badischen Kunstverein und mit ihr möchte ich darüber sprechen, welche Rolle bei ihrer Arbeit neben den ganz zeitgenössischen Positionen auch historische Verantwortung spielt. Wir haben jetzt schon in den letzten beiden Talks über Nachlässe gesprochen. Der Badische Kunstverein mit seiner 200-jährigen Geschichte müsste ja auch einen großen Nachlass schon haben, ein historisches Archiv. Hat sich das erhalten? Ja, tatsächlich, also wir haben es nicht lückenlos erhalten, unser Archiv, aber unser Archiv ist auch nicht bei uns im Kunstverein, sondern im Generallandesarchiv. Und wir wissen genau, wie viel wir haben, denn es sind 31,2 laufende Meter. Und das war der Titel unseres Jubiläumsprogramms zum 200-jährigen Jubiläum. Also das Jubiläum hieß 31,2 laufende Meter, weil das genau unseren Archivbestand bezeichnete. Und das sind Dokumente, auch Ausstellungsordner. Also das heißt, meine ganzen Ordner, die ich anlege, die gehen auch irgendwann dann ins Generallandesarchiv. Plakate, Einladungskarten, viel Grafik. Also das ist ein ganz interessantes Konvolut. Tatsächlich vieles ist im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen, also da gibt es eine zeitliche Lücke. Aber ansonsten kann man also wunderbar das ganze Archiv oder sagen wir mal Nachlass, wie auch immer, des Badischen Kunstvereins Vorlass, wir bestehen ja noch, im Badischen Kunstverein im Generallandesarchiv anschauen. Sie haben ja für einen Kunstverein ein großes Gebäude. Ein Gebäude, das auch die Geschichte in sich trägt, von 1900 mit Widmung des badischen Großherzogs. Wie würden Sie sagen, prägt die Geschichte den Kunstverein bis heute? Ja, das ist eigentlich eine außergewöhnliche Situation auch, dass das Haus für den Kunstverein gebaut wurde. Das hat man nicht oft. Also das ist wirklich auch erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Karlsruhe als Stadt ist ja 300 Jahre alt und wir haben 200-jähriges Jubiläum gehabt in 2018. Also muss man sich vorstellen, dass nach 100 Jahren Bestehen der Stadt Karlsruhe die Bürger eigentlich schon das Bestreben hatten, einen eigenen Raum für die Kunst entstehen zu lassen. Und das finde ich schon enorm. Also, dass man sich wirklich überlegt hat, also da gibt es die Sammlung des Großherzogs, aber die konnte ja nicht jeder betrachten, also das war ja nicht öffentlich zugänglich. Und dass es klar war, wir wollen also ganz demokratisch einen offenen Raum für die Kunst. Und so ist der Kunstverein entstanden. Der Großherzog, warum der bei uns auf der Fassade steht und auch in so einem sehr repräsentativen Medaillon vor unserem ersten Ausstellungsraum, das liegt daran, dass der Großherzog dann auch erkannt hat, ach, das ist ja interessant, was die Bürger da machen, da gebe ich doch ein bisschen Geld dazu. Er hat also wirklich das Vorhaben dann unterstützt finanziell und hat deswegen aber dann sozusagen sich auch ausbedungen, dass er dann auf die Fassade geschrieben wird und auch in diesem Medaillon repräsentiert wird. Also das ist so ein bisschen so wie das frühes Corporate Design, was wir da haben auf der Fassade, genau. Oder wie eine Art Schutzpatron wollte er sich wahrscheinlich sehen. Wenn man sich die Ausstellungen anschaut, die die Sie organisiert haben, die in Ihrem Direktorat stattgefunden haben, da fällt auf, dass neben ganz jungen Positionen immer wieder der Fokus auch auf Lebenswerke gerichtet ist von verstorbenen oder nicht mehr ganz so im Rampenlicht stehenden Künstlerinnen und Künstlern. Und das sind wirklich fantastische Namen. Und manche von denen haben Sie zum ersten Mal überhaupt in Europa mit einer großen Einzelausstellung beehrt. Zum Beispiel Nancy Holt, Dora Maurer, Kurt Krehn, Noah Eschkoll, Heinz Frank, Ilse Garnier, Margaret Raspe. Immer wieder waren das erste monographische Ausstellungen in Deutschland oder sogar Europa. Wie kam es dazu?
Ja, das ist natürlich, also das kuratorische Programm ist ja auch immer sehr subjektiv, das muss man so sagen. Und das ist natürlich schon Interesse von mir immer gewesen. Also seit eigentlich Beginn meiner kuratorischen Tätigkeit und jetzt natürlich, wo ich es konnte, dann auch ganz intensiv im Badischen Kunstverein, eigentlich wirklich schon seit 2007, 2008. Dass es nicht nur darum geht, wirklich ganz aktuelle junge Positionen auszustellen, sondern dass ich, vielleicht ist es auch meine klassische Ausbildung als Kunsthistorikerin, immer gedacht habe, ich möchte auch wirklich immer zurückgehen und gucken, wo kommt das eigentlich her oder was beeinflusst uns heute noch. Und da interessiert mich besonders die Generation von Künstlerinnen, also ganz explizit eben auch Frauen, die in den 60er, 70er Jahren schon künstlerisch tätig waren und dann aus unterschiedlichen Gründen meistens auch so ein bisschen durch das Raster gefallen sind und eben nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie hätten bekommen sollen. Und deswegen haben wir eben schon viele, viele Retrospektiven gezeigt von Künstlerinnen, die dann auch tatsächlich nach unseren Ausstellungen auch immer weiter gezeigt und entdeckt wurden. Und das freut mich natürlich besonders. Also das ist, dass wir da so ein bisschen auch ein Sprungbrett sein konnten für viele Positionen, die, wie zum Beispiel Miriam Kahn hatte auch bei uns eine große Einzelausstellung über das ganze Haus. Da hat sie damals noch zu mir gesagt, Anja, da bin ich jetzt endlich mal wieder groß in Deutschland gezeigt. Ja? Und danach kam die Documenta und so weiter. Genauso Marianne Wex. Marianne Wex, da haben wir damals die fotografische Arbeit noch aus einem Frauenarchiv in Hamburg verstaubt vom Regal gezogen, haben sie gereinigt und aufbereitet und jetzt ist die Arbeit im MoMA in New York in der Sammlung durch die Galerie Tanja Leighton eben vermittelt. Also das ist für uns schon toll zu sehen, dass das auch was nutzt. Ja? Also dass man wirklich sagt, hier, das sind tolle Positionen, das sind Frauen, die sind vergessen. Nancy Holt ist erstaunlich. Denn Nancy Holt ist natürlich kunsthistorisch absolut eingeordnet, sage ich es jetzt mal, erfasst. Aber sie hat mir immer gesagt, ich war in jeder Land Art Survey Ausstellung, war ich immer vertreten, aber nie hatte ich tatsächlich eine monografische Ausstellung, eine Einzelausstellung. Und wenn, dann immer ihr Mann, also Robert Smithson, Bob, hat sie immer gesagt, Bob, Robert Smithson war dann eher sozusagen in der Einzelausstellung, aber sie eben nicht. Und das sind eben genau die Positionen, die wir eben halt auch zeigen müssen. Und ich war tatsächlich, hatte noch das große Glück, oder wir, Hubert Distel sitzt ja auch da vorne, wir halt vom gesamten Kunstvereinsteam hatten das große Glück, mit Nancy Holt noch diese Ausstellung zu machen. Sie ist ja dann ein paar Jahre nach unserer Ausstellung eben verstorben. Ebenso Marianne Wex, ebenso Heinz Frank, ebenso Margret Raspe. Ich drücke die Daumen, dass Miriam Kahn noch durchhält. Ja, die ist fit. Miriam ist fit. Also ich muss sagen, alle Achtung für diese tollen Ausstellungen. Also Nancy Holt ist ja dann auch kürzlich in Berlin gezeigt worden. Wir hatten sie auch auf dem Cover, aber natürlich, sie waren viel früher dran mit dieser Entdeckung. Aber wie machen Sie diese Entdeckung? Ja, das ist gar nicht so schwierig. Also ich glaube, wenn man so eine Aufmerksamkeit hat und tatsächlich auch sowieso, sage ich jetzt mal, kunsthistorisch ausgebildet, aber gleichzeitig natürlich jetzt auch aktuelle Netzwerke hat, dann ist es manchmal so, dass ich einfach um diese Position weiß, aber tatsächlich ist es natürlich auch häufig so, zum Beispiel gerade momentan bauen wir ja unsere kommende Ausstellung, da möchte ich Sie natürlich sehr herzlich einladen. Am 27. Februar öffnen wir jetzt eine Ausstellung mit Lenora de Barros. Es ist eine Künstlerin der konkreten Poesie aus Brasilien, aus Sao Paulo, die heute anreist. Also ich befinde mich gerade mitten im Aufbau dieser Ausstellung. Und das ist eine Ausstellung, die kuratiere ich zusammen mit einem jüngeren Kurator aus Paris, Alex Balgiu, der sich schon sehr lange eigentlich mit den Künstlerinnen der konkreten Poesie auseinandergesetzt hat. Und wenn ich sowas sehe, dass da jemand ist, der sich für etwas Ähnliches interessiert, dann kontaktiere ich zum Beispiel jetzt den Alex und wir haben uns sofort dann verständigt, dass wir auf jeden Fall diese Projekte gemeinsam unterstützen wollen und dann machen wir diese Ausstellung auch zusammen. Und zum Beispiel Lenora ist jetzt ein Vorschlag von Alex. Und so kuratiert man natürlich auch immer in Kooperation mit anderen Institutionen, mit anderen Häusern, mit freien Kuratorinnen und Kuratoren. Also es sind so viele Künstlerinnen und auch Künstler natürlich. Dieses Jahr haben wir 2 tolle Retrospektiven. Vlado Christel, leider schon verstorbener Filmemacher aus München, Münchner Schule, das war der radikalste eigentlich unter diesen Filmemachern, wo alle immer gesagt haben, mit Vlado Christel kann man kein Projekt machen. Er hat sich mit allen verstritten.
wunderbare Filme. Da zeigen wir zum Beispiel das ganze Œuvre und jetzt auch die nächste Ausstellung nach Leonora de Barros ist Stefan Bertalan, ein rumänischer Künstler, der im unglaublichen Kosmos an so einer Naturphilosophie eigentlich aufgebaut hat. Das ist auch wieder eine Entdeckung eigentlich. Das sind in Rumänien bekannt, hierzulande nie gezeigt in der großen Ausstellung. Also es sind nicht nur Frauen, wollte ich sagen, sondern es ist einfach eine Generation, die, finde ich, für heutige Fragestellungen einfach noch so wichtig ist und die uns noch so viel einfach mitgeben können, dass es einfach wichtig ist, auch diese Position zu zeigen. Wie reagiert das Publikum auf solche, in Anführungszeichen, historischen Ausstellungen? Und mich würde auch mal interessieren, wenn Sie eine Vernissage feiern, kommen da immer ganz andere Leute? Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel bei einem rumänischen Künstler sicher auch alle, die an Rumänien interessiert sind, kommen und Brasilien dasselbe in Grün. Wie unterscheidet sich das Publikum und wie reagiert das Publikum speziell jetzt auf so historische Positionen? Also ich würde sagen, ich meine, wir haben ja auch 2 Mitglieder unseres Vorstandes da sitzen. Also das Publikum ist eigentlich, ich würde sagen, das Publikum ist eigentlich immer ähnlich und das sind wirklich, das sind unsere Mitglieder natürlich, aber auch eben viel junges Publikum. Also wir haben ja auch ganz stark oder wir haben uns das auch sozusagen so ein bisschen auferlegt, wir haben auch einen ganz starken Bildungsauftrag. Ja? Also das ist, und deswegen finde ich sozusagen sehr aktuelle Positionen zu zeigen und gleichzeitig auch immer wieder in die Geschichte zu gehen, empfinde ich auch so ein bisschen als Angebot auch an die Studierenden der Stadt Karlsruhe und das wird auch angenommen. Das liegt natürlich daran, dass wir auch schon ganz lange Kooperationen machen mit den Hochschulen, also auch eigentlich schon seit Anfang an, seit 2007, also mit der Hochschule für Gestaltung, mit der Akademie der Bildenden Künste. Jetzt gerade auch wieder haben wir eine Ausstellung der Graduierten, also der Absolventinnen und Absolventen der HFG von 2003 und 2004 im Haus. Und durch diese Kooperation und auch viele Ausstellungen, die wir gemacht haben, haben wir immer wieder ein junges, sehr studentisches Publikum. Und die kommen auch gerade speziell zu den historischen Positionen, weil die natürlich diese Position dann auch wieder für sich und die eigene Arbeit entdecken. Wenn Sie mit Nachlässen arbeiten, da haben Sie ja auch Erfahrungen jetzt mittlerweile. Welche Konstellationen sind günstig und welche Konstellationen machen Ihre Arbeit schwieriger? Ja, das ist natürlich, es kommt immer darauf an, wo diese Nachlässe sind. Ne? Also ob man jetzt zum Beispiel, das sind ja ganz unterschiedliche Konstellationen. Jetzt zum Beispiel mit Vlado Christel, da liegen die Filme im Filmarchiv in München, Filmmuseum in München, da liegen die Dokumente in der Kinemathek in Berlin. Das ist ganz wunderbar, damit kann man gut umgehen. Ich arbeite sehr eng mit seiner Tochter zusammen. Das sind natürlich dann private Nachlässe. Das ist auch ganz wunderbar. Habe ich bislang gar keine Schwierigkeiten gehabt. Ich weiß, es gibt auch bei privaten Nachlässen manchmal Schwierigkeiten, aber das ist eigentlich bisher ganz gut gewesen. Was bei uns schwieriger ist im Kunstverein, sind wirklich die hohen Auflagen. Also wenn wir zum Beispiel ein Archiv haben oder eine Sammlung, die sehr hohe Auflagen haben, an die Sicherheit zum Beispiel, dann ist das für uns natürlich manchmal schwierig. Und da habe ich eine Situation auch mal erlebt mit einer Künstlerin, die in den USA in der Sammlung ist, die so hohe Auflagen hatten, dass es eigentlich nur ein Museum, ich sage es jetzt mal in einer sehr, mit einer Größenordnung von einem Guggenheim oder so sich leisten kann. Ja? Also das waren wirklich Sicherheitsvorkehrungen, wo dann wirklich immer eine Person anwesend sein muss, wo manche Werke extra alarmgesichert sind und so weiter. Das können wir natürlich gar nicht machen. Es ist aber schade für eine solche Arbeit, weil diese Arbeit, würde ich jetzt sagen, von dieser Künstlerin, die wird nicht unbedingt in diesen großen Museen gezeigt, sondern das Interesse ist eigentlich eher auf so einer, ich sage jetzt mal, Kunsthallen- oder Kunstvereinsebene. Aber die wiederum können diese Anforderungen gar nicht erfüllen. Insofern sind manche Arbeiten dann auch tatsächlich so ein bisschen verloren. Obwohl sich um sie gekümmert wird sozusagen. Ja? Also es ist immer so ein bisschen zweischneidig, auch diese Geschichte. Also das ist immer, also wenn wir an Grenzen kommen, dann sind es eher sozusagen die Grenzen die Nachlass betreuenden Institutionen, die dann einfach für uns zu hoch sind, tatsächlich. Ich kann mir, also es ist eine Balance genau zwischen dem, wie tolerant kann eine nachlassverantwortliche Person sein und wie
ja, wie können die Anforderungen sein? Ich denke so an, wenn es eine Rockband wäre und die Smarties müssen nach Farbe sortiert werden, dann ist das vielleicht ein Tuck zu viel, aber die wollen auch gerade mal so sehen, also wie so ein Austesten. Klimaanforderungen sind wahrscheinlich bei Ihnen gegeben, aber wahrscheinlich kein Panzerglas vor den Fenstern. Ich weiß es nicht, was alles verlangt wird an Sicherheit. Aber diese Personen, dass Personen sogar mit Kunstwerken reisen müssen und so weiter, das geht natürlich dann sehr ins Geld. Ja. Das ist es. Also für die Transportkisten bestimmte Auflagen, dann eben, dass Leute mitreisen, dass Leute beim Aufbau die ganze Zeit anwesend sind, bezahlt werden wollen und so weiter. Das sind dann schon Auflagen, die sind enorm. Und da macht eine Institution, die so eine Arbeit hat, natürlich keinen Unterschied, ob das jetzt eine Künstlerin oder ein Künstler ist, vielleicht weniger bekannt oder eine Künstlerin und Künstler sehr bekannt und wo eben dann große Museen dann auch diese Position ausstellen würden. Interessant ist es ja dann wieder, wäre vielleicht eine Frage von Ihnen gewesen, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vorweg, aber wenn jemand wie Walli Export, die wir auch vor kurzem eben in der Ausstellung gezeigt haben, das Archiv von Walli Export einen Vorlass macht, also noch zu Lebzeiten eigentlich das ganze Archiv an eine Institution übergibt und dann natürlich noch mitsprechen kann. Ja, noch genau sagen kann, das ist meine Ordnung, das sind meine Ordner, das ist mein System, bitte lasst das so oder ihr könnt das und das verändern. Das kann man natürlich ganz anders steuern. Und ich denke, aus dem Grunde hat sie das auch gemacht, ja, dass sie einfach gesagt hat, ich habe schon ein Riesenarchiv, ich habe das ist alles das, was ich um mich herum habe. Ich gebe das noch zu einem Zeitpunkt, wo ich selbst einfach noch vieles entscheiden kann an eine Institution und habe auch immer noch den Zugang und kann es aber gleichzeitig dann auch schon früher öffentlich machen. Das ist eigentlich perfekt. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade in Bezug auf Videoarbeiten zum Beispiel, die Technik entwickelt sich ja weiter, aber gewisses, so, sagen wir mal, ein Grundrauschen oder irgendwelche technischen Imperfektionen, die vielleicht zur Lebzeit oder zu der Erschaffenszeit von verschiedenen Werken dazugehört haben, dann müsste man wissen, wollen die Künstler eigentlich die bessere Technologie, wenn die dann zu haben ist, oder wollen die genau diese Geräte, die genau diese Fehler auch mit einspielen, wie es bei den Werken ist. Oder, also ich meine, das sind sicher, deshalb ist gut, wie Walli Export das dann gleich zu sagen, so und so soll es laufen. Und wie wir vorher in den Talks schon auch festgestellt haben, Ordnung ist das halbe Leben. Natürlich, wenn was geordnet ist und dokumentiert, dann macht es die Arbeit für alle einfacher. Ja, mit den historischen technischen Geräten, das ist natürlich interessant, was Sie ansprechen, ne? Denn das haben wir ja auch zum Beispiel in der Aufbausituation auch immer, dass wir natürlich gucken müssen, also es gibt ja mittlerweile auch TechnikerInnen und Techniker, die sich tatsächlich auch schon spezialisiert haben, auf zum Beispiel so alte Hunterex-Monitore oder so Kastenmonitore auch zu reparieren, weil natürlich es immer wieder Positionen gibt, die mit diesen historischen Geräten auch arbeiten. Oder das ZKM hat ja aus diesem Grunde auch eine Riesensammlung an diesen historischen Geräten, die natürlich immer gepflegt und gehegt werden müssen, genau wie das Aufnahmematerial. Das ist natürlich immer eine Herausforderung auch, ne, für solche Archive, sicherlich. Ich finde es ja sympathisch, dass es Filmabspulgeräte, ist nicht der richtige Ausdruck, aber dass es Filmprojektoren gibt, die diesen Ton machen, der gar nicht mehr dazugehört eigentlich, aber der einfach nur so dieses, was man so gerne hört, wenn man so im alten Kino sitzt, das wird dann dazu gebracht. Aber okay, das ist jetzt ein bisschen abgeschweift. Zurück zu Ihren tollen Ausstellungen. Sie haben historische Wiederentdeckungen gemacht, die in jedem Museum für moderne Kunst oder für Gegenwartskunst eine Pracht wären. Aber Kunstvereine haben ja in der Regel keine Sammlung. Wie unterscheiden sich sonst Kunstvereine und Museen im Ausstellungsprogramm und in der Vermittlungsarbeit? Also wahrscheinlich erstmal, dass wir ein Verein sind, also natürlich Mitglieder getragen. Wir haben auch wirklich über 1000 Mitglieder noch, also wir sind noch ein sehr stark von den Mitgliedern getragener Verein, was uns sehr freut. Wir haben auch wenig Abgänge, wir haben natürlich auch Abgänge, aber wir haben auch viel Neuzugänge. Das ist auch schön, weil auch junge Leute bei uns tatsächlich Mitglied werden. Das ist natürlich so der Hauptunterschied, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir tatsächlich keine eigene Sammlung, das stimmt. Wir haben schon fast eine Sammlung über unsere Jahresgaben.
Denn das ist ja ein altes Prinzip eigentlich der Kunstvereine, dass eben Künstlerinnen und Künstler, die im Kunstverein ausgestellt haben, dem Kunstverein eine Arbeit zur Verfügung stellen und diese dann eben halt auch einmal im Jahr meistens, also es gibt Unterschiede, machen Kunstvereine auch unterschiedlich, aber wir zeigen die Jahresgaben einmal im Jahr und die können dann auch käuflich erworben werden. Bei uns ist nur von den Mitgliedern, also man muss dann sozusagen Mitglied werden, um diese Arbeiten, und das sind ja meistens auch gute Preise, also so Vorzugspreise von den Jahresgaben, die dann auch unter Galeriepreis sind und so weiter. Das ist ja so ein bisschen so, wie die KünstlerInnen geben uns auch ein bisschen was von dem zurück, bedanken sich vielleicht auch für die Ausstellung und wir sozusagen bedanken uns bei den Künstlern. Also es ist eigentlich ein ganz schönes Konzept. Und dadurch, dass wir also viele dieser Arbeiten auch produzieren, haben wir eigentlich auch schon eine kleine Sammlung an Jahresgaben tatsächlich. Also wenn Sie bei uns an einem Stand sind in Halle 3, da gibt es auch einige dieser Jahresgaben zu sehen und auch unsere Jahresgabenbroschüre. Ich auch dabei, kann ich auch gleich nochmal rumzeigen, also wo alle Jahresgaben eben erfasst sind. Also insofern haben wir da schon eine kleine Sammlung, aber natürlich in keinster Weise jetzt vergleichbar mit anderen Museen. Ich würde sagen, konzeptionell kann man immer noch sagen, dass Kunstvereine natürlich schon auch ein sehr junges Programm haben. Das haben Museen aber auch mittlerweile, haben Kunsthallen ja auch. Also ich finde, dass sich eigentlich Museen, Kunsthallen und Kunstvereine auch immer mehr annähern, so programmatisch. Und dass es eher ein struktureller Unterschied ist, tatsächlich. Aber das ist auch wiederum subjektiv. Also vielleicht mache ich eher Museumsprogramm als andere Kunstvereine. Würde ich jetzt, oder? Hubert. Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist immer dieser Schulterschluss zwischen jungen, aktuellen Positionen und dann vielleicht Positionen, wie Sie genau sagen, die natürlich auch in Museen gezeigt werden könnten. Das ist schon unser Profil. Ja. Ist es denn so, wie lange gibt es die Jahresgaben schon, wenn Sie jetzt wirklich 200 Jahre... Von Anfang an. Von Anfang an. Von Anfang an. Und es gab so ein Losverfahren auch. Na, die haben natürlich die Alten nicht, also wir haben nicht mehr viele von den Alten, aber tatsächlich haben wir zu unserem Jubiläum, als wir 200 Jahre Jubiläum gefeiert haben, haben wir einige von den Alten auch wieder gezeigt. Also wir haben zum Beispiel einen schönen Otto Pine, wir haben einen wunderbaren Marabu-Stich von einem Künstler, ich weiß gar nicht, das war um 1800. Ja, das ist schon eine der ältesten Jahresgaben, würde ich sagen. Dann haben wir immer wieder Anrufe von Leuten, das finde ich auch total interessant, die dann zu Hause irgendwie von einem Verwandten noch eine Jahresgabe des Kunstvereins gefunden haben, eine alte Jahresgabe. Und das sind natürlich tolle Funde auch, weil wir zum Teil diese Jahresgaben dann tatsächlich nicht mehr haben. Denn die sind gerade auch zu Anfang, ich glaube, der Kunstvereinszeit sind die Jahresgaben sehr gut verkauft worden, zum Teil auch per Losverfahren. Also da wurden dann die Jahresgaben verlost, da musste man dann so Lose kaufen, wie bei so einer Tombola und konnte eine Jahresgabe gewinnen. Das ist eigentlich auch schön. Also das ist schon immer ein Prinzip gewesen. Das ist tatsächlich historisch, ja. Super. Und also ich habe gerade schon mal bei Ihnen reingeschaut, Sie haben ja einen Stand, die kann man auch erwerben, aber nur natürlich, wenn man dann auch gleichzeitig Mitglied wird. Ja, genau. Also es machen natürlich manche diesen Trick, dass man für ein Jahr Mitglied wird. Das ist ja nicht so ein hoher Mitgliedsbeitrag bei uns, ganz Was bewusst kostet's? 55 €. Und dann kann man für ein Jahr Mitglied werden und dann, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich, dass man Mitglied bleibt, aber man könnte natürlich so rechnen, manche Sammler tatsächlich. Denn die Jahresgaben der Kunstvereine sind mittlerweile beliebt. Also die werden auch, zum Beispiel in der Zeit, hat eine Zeit lang wirklich auch immer die Jahresgaben der Kunstvereine gelistet. Monopol, ganz viele Zeitungen haben das aufgenommen, weil man natürlich entdeckt hat, dass die Kunstvereine über ihr Programm doch schöne Arbeiten mittlerweile zusammengesammelt haben oder auch offerieren und auch meistens von Künstlerinnen und Künstlern, die ja sozusagen preislich dann auch unter dem Kunstmarktpreis liegen. Und wird dann natürlich auch für Sammler interessant. Super, also es lohnt sich schon von daher lohnt es sich, Mitglied im Kunstverein zu werden. Ich freue mich sehr, dass Sie doch noch gekommen sind. Ja, das tut mir auch sehr leid. Aber ich bin selber stand heute auf der Strecke im ICE und habe auch gedacht, vielleicht komme ich zu spät. Komm. Nein, vielen, vielen Dank fürs Kommen, danke fürs Zuhören und ja, ich bin gespannt, was Sie sonst noch alles ausgraben werden mit Ihrem Programm. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Vielen Dank.